Bist du da? Geh mal ran. Was war denn los heute Morgen? Du hättest nicht gleich gehen brauchen. Wenn du willst, können wir uns heute Mittag sehen. Ruf mich an. Ben, mon petit vieux, tu te couvres. Si c'est pas l'une, ce sera l'autre. Du gehst auf Nummer sicher, mein Lieber. Geht es nicht mit der einen, dann ist da noch die andere. Das war ein bisschen heftig. Versuch's nochmal. Du gehst auf Nummer sicher, mein Lieber. Geht es nicht mit der einen, dann ist da noch die andere. Der erste war gut und der zweite müsste ein bisschen knapper sein. Du gehst auf Nummer sicher, mein Lieber. Geht es nicht mit der einen, dann ist da noch die andere. Das war gut. Ben, mon petit vieux, tu te couvres. Si c'est pas l'une, ce sera l'autre. Mais non, dis pas ça. Finalement, pour toi, toutes les filles sont équivalentes. Mais je te dis le contraire. Aber nein, das stimmt nicht. Für dich sind im Grunde alle Mädchen austauschbar. Aber nicht doch im Gegenteil. Aber nein, das stimmt nicht. Ein bisschen knapper, bitte. Du gehst auf Nummer sicher, mein Lieber. Geht es nicht mit der einen, ist da noch die andere. Aber nein, das stimmt nicht. Für dich sind im Grunde alle Mädchen austauschbar. Aber nicht doch im Gegenteil. Was ist? Was los ist? Wieso kommst du erst jetzt? Ich warte ja schon seit einer Stunde. Es hat im Studio heute länger gedauert. Du hättest anrufen können. Da war keine Zeit so. Keine Zeit für einen Anruf? Nein. Neues Hemd? Nein, ich hab's nur länger nicht mehr angehabt. Steht dir gut? Danke. Willst du noch was trinken? Eine Cola.
hast du heute gemacht? Nichts Besonderes. Ich habe meine Wohnung aufgeräumt, bei einer Bibliothek abgelesen und ich habe nachgedacht. Worüber? Ich denke darüber nach, mein Studium abzubrechen. Es bringt mir nichts. Bist du dir da sicher? Ja. Diese ganzen Leute, mit denen ich zusammen studiere, diese Typen, die nur ihre Karriere im Kopf haben, das ödet mich alles an. Es gibt überall solche Typen, deswegen muss man sich doch nicht verkriechen. Kann schon sein. Aber es ist eben nicht immer so einfach, wie du denkst. Ich weiß selber, dass es nicht einfach ist. Aber du hast schon so viele Dinge angefangen und wieder abgebrochen. Na und? Was willst du denn jetzt machen? Wird sich zeigen. Lass uns nicht mehr drüber reden. Ich habe gestern eine Freundin auf der Straße gesehen. Von wem redest du? Die Blonde mit den kurzen Haaren. Ich habe ihren Namen vergessen. Du meinst Marie. Sie ist keine Freundin von mir, eher eine Bekannte, das ist alles. Sie gefällt dir. Ach was. Wir kennen uns schon so lange. Ich habe ihr ein paar Mal bei Referaten geholfen. Sie ist langweilig. Sie bedeutet mir nichts. Es ist ekelhaft, wie du über deine Bekannten redest. Ich möchte nicht wissen, was du anderen über mich erzählst. Suchst du Streit? Mit dir kann man sich nicht streiten. Was bedeute ich dir denn? Dennis, was soll das? Wir sind zusammen. Und warum? Wenn du darauf keine Antwort hast, was willst du denn eigentlich von mir? Ich habe dich gefragt. Ich habe jetzt keine Lust darauf zu antworten. Wenn du nur einmal sagen würdest, was du denkst. Aber wahrscheinlich denkst du gar nichts. Hör jetzt endlich auf. Wenn du durch die Straßen gehst, wie viele Frauen siehst du an einem Tag, die dir gefallen? Vielleicht 2 oder 3 höchstens. 2 oder 3, das ist viel. Das sind allein in einem Monat 60 Frauen. Keine schlechte Auswahl. Das bedeutet doch nichts. Blickst du dich nicht um? Du siehst doch auch manchmal Typen, die dir gefallen. Nein, es interessiert mich nicht. Wie findest du sie? Wen? Die Kellnerin. Ja, sieht gut aus. Aber das bedeutet doch nichts. Gut, ich werde sie für dich ansprechen. Was? Ich werde die Kellnerin für dich ansprechen. Was soll die alberne Eifersuchtsszene? Ich bin nicht eifersüchtig, im Gegenteil. Hör zu, ich kann nichts dafür, dass du einen schlechten Tag hattest. Du brauchst es nicht an mir auszulassen. Der Umgang mit den Filmidioten scheint dir nicht gut zu tun. Ich hatte keinen schlechten Tag. Und die Leute, mit denen ich arbeite, sind sehr nett. Du bist wahrscheinlich auch sehr nett zu ihnen. Was weißt du denn schon? Du hast recht, ich will es auch gar nicht wissen. Ich will zum Beispiel nicht wissen, was du schon alles getan hast, um voranzukommen. Du bist widerlich. Es tut mir leid. Ich hab's nicht so gemeint. Das Einzige, was du kannst, ist alles in den Dreck zu ziehen. Und was tust du selber? Nichts. Ich habe gesagt, es tut mir leid. Aber ich halte sie nicht mehr aus. Dennis! Jetzt warte doch. Wo willst du denn hin? Lass uns zum See fahren. Komm schon.
Was ist, wenn wir uns trennen? Warum sollten wir uns trennen? Weil ich dich nicht mehr liebe. Wenn du es so siehst. Das ist alles, was du dazu zu sagen hast. Was soll ich noch sagen? Du bist ein Feigling. Ich verstehe gar nicht, wie ich mich in jemanden wie dich verlieben konnte. Was ist denn eigentlich los? Du verstehst wirklich gar nichts. Es ist einfach vorbei. Tu mir einen Gefallen, lass mich jetzt bitte alleine. Du wirst hier alleine rumsitzen? Komm, wir fahren zurück. Bitte. Kann ich dich anrufen? Hey, guck mal, die Schauspielerin. Hey, ben seninle yatmak istiyorum. Wer hat das gesagt? Was ist los? Habt ihr eure Zungen verschluckt? Er hat es nicht so gemeint. Los, sag, dass du es nicht so gemeint hast. Was ist? Du sollst dich nicht schuldigen, Olim. Ist mir nur so ausgerutscht. Wenn das nochmal passiert, gibt's Ärger, kapiert? Ist klar. Zeigt mal ein bisschen mehr Respekt. Habt ihr nichts Besseres zu tun, als hier rumzuhängen? Wir hängen nicht hier rum. Wir checken die Lage und passen auf, dass hier alles klar geht. Ist ja interessant. Hör zu. Wir begleiten dich jetzt zu deinem Haus als Schutz. Hier laufen manchmal miese Typen rum. Danke, ich brauche keinen Schutz. Wir stehen auf. Meinetwegen, wenn es euch glücklich macht. Du bist Schauspielerin, stimmt's? Wir wissen alles, was hier im Viertel passiert. Was spielst du denn so? Alles Mögliche. Sag uns doch Bescheid, wenn mal was von dir im Fernsehen läuft. Ja, natürlich. So, da vorne wohne ich. Den Rest kann ich auch alleine gehen. Wenn du mal Ärger hast, brauchst du nur zu uns zu kommen. Wir regeln das für dich.
Hi Dennis, hier ist Leila. Ich wollte nur sagen, dass ich heute um 19:28 Uhr am Bahnhof Zoo ankomme. Ich muss leider 2 Stunden später weiterfahren. Ich freue mich auf dich. Bis nachher. Merhaba anne. Hoş geldin yavrum. Geç içeri. Gel çocuğum, bir çay demleyeyim sana. Ja, ich helfe dir gleich. Bırak, ben yaparım. Deniz, biraz bir şeyler yemek ister misin çocuğum? Karnın aç mı? Nein, danke, ich habe keinen Hunger. Kendine iyi bakıyor musun? Biraz zayıf gördüm seni. Mama, ich sehe aus wie immer. Natürlich passe ich auf mich auf. Du hast eine neue Frisur? Evet, biraz değişiklik olsun diye kestirdim ama biraz kısa oldu. Nein, das sieht schön aus. Gerçekten mi? Wirklich, das steht dir gut. İşlerin ne alemde, nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Güzel, buna çok sevindim çocuğum. Und dir? Wie geht's dir? İyi sayılırım. Yalnız sen ve kardeşin bu evden taşındıktan sonra eve bir sessizlik çöktü. Henüz doğru dürüst alışamadım. İnşallah sen de sadece yemek yemeye veya çamaşır yıkamaya gelmezsin. Das kannst du doch nicht im Ernst glauben. Yok, böyle bir şey düşünmüyorum. Ben de ihtiyar kadınlar gibi konuşmaya başladım. Bu şekilde konuşarak sinirlerini bozuyorum herhalde. Nein, aber du solltest nicht allein leben. Du bist eine attraktive Frau. Du könntest jemanden kennenlernen, wenn du wolltest. Bu konuda çok zorlanıyorum ben. Doğru olmadığını biliyorum. Fakat herkesi babanla karşılaştırıyorum. Tekrar başka birisiyle anlaşabilir miyim, alışabilir miyim bilmiyorum. Aslında böyle bir şey isteyip istemediğimi de bilmiyorum. Gibt es denn niemanden bei euch im Büro, der dir gefällt? Yok. Olsa bile dahi hayatta bir iş arkadaşımla gönül ilişkisine girmem. Çünkü böyle bir ilişki yararından daha çok zarar getirir. Yan nasıl? Ne yapıyor? Ich habe mich von ihm getrennt. Neden? Kavga mı ettiniz yoksa? Es ist vorbei. Ich liebe ihn nicht mehr. Ben sizin iyi anlaştığınızı sanmıştım. Yazık oldu. Sevimli ve iyi bir insandı. Ja, er ist nett. Sana akıl vermek istemiyorum. Ne yapacağını kendin bilmek zorundasın. Ama ömrünün sonuna kadar beyaz atlı prens gelecek diye de bekleme. Ich warte nicht, aber man muss doch etwas verlangen, sonst hat es keinen Sinn. Şöyle bir etrafına bak. Bugün insanlar kendilerini kullanıldıktan sonra kaldırılıp atılan eşya gibi harcıyorlar. Sen bunu doğru buluyor musun? Sizler birbirinizi daha doğru dürüst tanımadan evvel ayrılıyorsunuz. Man lernt jemanden ziemlich schnell kennen, wenn man mit ihm zusammen ist.
Aber wenn sich nichts mehr bewegt, dann ist es zu Ende. Ne biçim konuşuyorsun öyle? Sizler sabırsızsınız. Bir birliktelik zamanla yavaş yavaş oluşur. Başlangıçta babanla aramızdaki ilişki büyük bir aşkın dışında her şeyi içeriyordu. Ama zamanla birbirimizi daha iyi anladık. Karşılıklı birbirimizi olduğu gibi kabul ettik. Böylesi çok daha değerli. Ihr habt euch so oft gestritten, ganze Nächte lang. Leila und ich sind ständig davon aufgewacht. Ich weiß noch ganz genau, dass ihr euch mehrere Male trennen wolltet. Evet ama ayrılmadık. Ja, den Kindern zuliebe oder aus Gewöhnung. Hayır. Sadece alışkanlıktan dolayı değil. Daha çok sorumluluk duygusundan. İnsanın çocukları veya eşi için sorumluluk üzerlenmesi kötü bir şey değil ki. Partnerschaft, was für ein schreckliches Wort. Das klingt so vernünftig. İki ayrı insanın 20 yıldan fazla beraber yaşaması tabii ki kolay olmaz. Bu çok uzun bir zaman. İnsanın arada bir aklını başına toplaması gerekir. Ayrıca ara sıra tartışmak insanların mutsuz oldukları anlamına gelmez. Mutluluk demek her zaman neşeli olmak değildir. Wohin genau am Prenzlauer Berg? Christburger Straße. Gut. Ist irgendwas? Stört Sie die Musik? Soll ich sie ausmachen? Nein. Du bist die? Deniz Turhan. Dauert noch einen Augenblick, ja? Setz dich da. Hallo. Hallo. Tschüss, wir melden uns. Denise, du kannst jetzt reinkommen. Hallo. Hallo. Fangen wir an. Am besten, du stellst dich erst mal vor. Mein Name ist Deniz Turhan. Ich bin 21 Jahre alt, lebe in Berlin und ich bin Schauspielerin. Du weißt, dass es um eine Hauptrolle geht. Ja, Traust du dir das zu? sonst wäre ich nicht hier. Erzähl uns was. Fragen Sie mich etwas genauer. Zeig uns was von dir, das du erlebt hast. Oder erzähl einen Film, der dich in letzter Zeit besonders beeindruckt hat. Es ist ein paar Wochen her. Ich hatte den ganzen Tag gearbeitet und war sehr müde, als ich nach Hause gekommen bin. Ich habe den Fernseher angemacht und ein bisschen rumgeschaltet. Dann bin ich zufällig auf einen Film gestoßen, der sehr schön war. Der Film erzählt die Geschichte eines jungen Mädchens. Sie ist 16 oder 17. Es ist Sommer. Das Mädchen ist in einem Ferienlager am Meer. Man sieht sie bei den Proben zu einem Theaterstück.
Kurz darauf ist die Aufführung, nachts unter freiem Himmel. In dem Text, den sie spricht, geht es um die Liebe. Am nächsten Tag trifft sie einen Jungen, ihren Freund. Er ist ihr nachgereist. Sie ist mit ihren Gedanken woanders. Er merkt, dass sie sich von ihm entfernt. Er macht ihr noch ein Geschenk und dann gehen sie auseinander. Beide wissen, dass es vorbei ist. Dann sind die Ferien zu Ende. Sie ist wieder in der Stadt, in der sie mit ihrer Familie lebt. Ihre Eltern, die sich ständig streiten, haben eine Schneiderei. Auch ihr älterer Bruder arbeitet dort, obwohl er eigentlich gerne Schriftsteller sein möchte. Sie geht viel aus und bald hat sie einen neuen Freund. Er muss zum Militär. Sie reden darüber, ob sie einander treu sein werden. Eines Abends kommt sie erst spät nach Hause. Ihr Vater ist noch wach. Sie haben ein sehr langes Gespräch. Es ist das erste Mal, dass sie so miteinander reden. Er sagt ihr, dass er die Familie verlassen wird. Er hat eine Geliebte. Dann lernt sie jemanden kennen. Er ist noch sehr jung, nicht viel älter als sie. Sie denkt, dass er anders ist als die anderen. Bald darauf heiraten sie. Ein Jahr später gibt ihr Bruder ein Fest. Sie haben die Schneiderei verkauft. Ihr Bruder lebt jetzt als Schriftsteller, aber niemand nimmt ihn ernst. Sie flirtet auf dem Fest mit einem Freund ihres Mannes. Sie kennt ihn schon lange. Ihren Mann beachtet sie kaum noch. Nach ein paar Monaten trennt sie sich von ihm. Sie packt ihre Sachen. Ihr Vater begleitet sie zum Flughafen. Im Bus haben sie noch einmal ein langes Gespräch, so wie damals, als sie zu spät nach Hause gekommen war. Ihr Vater sagt ihr, dass sie nicht fähig sei, jemanden zu lieben. Dann verabschieden sie sich. Sie fliegt mit dem Freund ihres Mannes nach Amerika. So endet der Film. Gut, dann sind wir für heute fertig. Das war's? Ja. Wir geben dir Bescheid, sobald wir uns entschieden haben. Wie lange wird das dauern? Nicht lange. Wir melden uns bei dir.
başlamadan Hast du dich versteckt? Heute Mittag dachte ich, du würdest verreisen. Wieso? Du hattest deine Reisetasche dabei. Da war nur Wäsche drin. Das Haus, in das du reingegangen bist, wohnst du dort? Ja. Dann sind wir fast Nachbarn. Ich lebe in der Kochstraße. Wo denn da? In den Häusern mit den roten Treppen. Komisch, dass wir uns nicht öfter gesehen haben. Ich wohne noch nicht lange dort. Erst seit ein paar Monaten. Bist du neu in Berlin? Nein, ich bin hier geboren. Was machst du so? Ich arbeite als Schauspielerin. Kann man davon leben? Ist nicht einfach. Zurzeit verdiene ich mein Geld mit Synchronisieren. Dann habe ich deine Stimme bestimmt schon mal gehört. Glaube ich nicht. Ich mache das noch nicht so lange. Und du, was machst du? Ich arbeite beim Radio in der Musikredaktion. Was machst du da genau? Ich stelle Musik zusammen für ein paar Sendungen. Mhm, scheint eine leichte Arbeit zu sein. Du treibst dich den ganzen Tag auf der Straße herum. Ich habe heute frei. Wie heißt du eigentlich? Denis. Und du? Diego. Du hast einen spanischen Namen. Nein, Portugiesisch. Ich bin dort aufgewachsen, in Lissabon.
Seit wann lebst du in Berlin? Seit fast 20 Jahren. Fährst du noch öfter nach Portugal? Mindestens 2-mal im Jahr. Meine Eltern leben dort. Sind wieder zurückgezogen. Das Klima dort gefällt ihnen besser. Warst du schon mal in Lissabon? Nein, hört sich blöd an, aber ich verreise nicht gern. Warum? Ich fühle mich nicht wohl an Orten, die ich nicht kenne. Ich vermisse sehr schnell meine Freunde. Außerdem habe ich schreckliche Angst vor dem Fliegen. Du verreist wirklich nie? Eigentlich nur, wenn ich muss. Im Sommer bleibe ich gerne in Berlin. Im Winter halte ich es hier nicht aus. Daran kann ich mich nicht gewöhnen. Mir ist die Jahreszeit egal, wenn es mir gut geht. Ich glaube, das Wetter hat einen Einfluss auf die Menschen. Kannst du dir vorstellen, dass im Norden von Skandinavien im Winter 2 Monate lang die Sonne nicht aufgeht? Es wird höchstens so hell wie bei uns in der Dämmerung. Die Leute werden krank davon. Sie werden dann mit Lichtwellen behandelt. Redet man bei euch in der Familie eigentlich ständig über das Wetter? Machst du dich über mich lustig? Nein, ich unterhalte mich gern mit dir. Lass uns ein bisschen laufen. Okay. Wollen wir was trinken gehen? Ich habe nichts vor. Wie spät ist es jetzt? 7 oder halb 8? Ich habe völlig die Zeit vergessen. Ich muss dringend zum Bahnhof. Du verreist doch? Nein, eine Verabredung. Musst du sofort los? Ja. Können wir uns wiedersehen? Ich weiß nicht. Ich meine, es wird nicht lange dauern. Ich könnte irgendwo auf dich warten. Gut. Kennst du den Schleusenkrug? Ist nicht weit von hier. Ja, um 10. Leila, es tut mir leid, wartest du schon lange? Nur ein paar Minuten. Der Zug hatte sowieso Verspätung. Komm, gib mir deine Tasche. Nee, ich kann sie selber tragen. Gib schon her. Warte, ich habe kein Geld. Lass uns hier lang gehen. Hattest du eine gute Fahrt? Ja. Lass dich mal anschauen, du siehst gut aus. Und du bist richtig schick. Naja. Doch, wirklich. Hier ist es. Was hast du in München gemacht? Unser Büro baut dort nächstes Jahr ein Versicherungsgebäude und wir haben uns das Gelände angeschaut. Danke. Musst du wirklich noch heute weiterfahren? Ja, ich habe morgen ziemlich viel zu tun. Mama wird traurig sein, wenn sie hört, dass du hier gewesen bist, ohne dich bei ihr zu melden. Ich werde sie anrufen und es ihr erklären. Wie geht's ihr? Ich habe sie heute gesehen. Sie hängt immer noch der Sache mit Papa nach. Sie verklärt einfach die Vergangenheit. Dabei wäre jeder andere wahrscheinlich besser für sie gewesen. Du bist ganz schön hart. Das warst du schon immer. Vielleicht. Du hast dich mit ihm nicht verstanden, aber das muss doch nicht für alle anderen gelten. Ja, du bist besser mit ihm ausgekommen. Du warst immer sein Liebling, die kleine Prinzessin. Du hast dich nicht verändert. Ich geb's auf. Ich komme mit diesen Dingern nicht klar. Was ist eigentlich los mit dir? Ich bin schwanger. Was? Ja. Ich weiß nicht, was ich machen soll. In welchem Monat bist du? Im 2. Ich weiß es erst seit ein paar Tagen, aber ich habe es halt noch niemandem erzählt. Auch nicht deinem Freund? Und warum nicht?
Hast du Angst davor, wie er reagieren wird? Ich weiß, dass er sich darüber freuen würde und ich bin ja auch glücklich mit ihm. Aber ich weiß trotzdem nicht, was ich tun soll. Ich habe einen guten Job. Ich habe gerade mal so ein bisschen Fuß gefasst und die Arbeit macht mir auch Spaß. Wenn ihr euch liebt, glaubst du nicht, dass ihr das zusammen irgendwie hinbekommt? Ich arbeite 12 Stunden am Tag und manchmal auch am Wochenende. Das ist üblich in diesen Büros. Wie soll ich das denn machen? Und wenn du eine Weile aussetzt? Dann bin ich draußen. Ich habe doch nicht studiert, um Hausfrau zu werden. Du bist doch nicht allein. Andere schaffen das doch auch. Die machen dann auch wieder weiter mit ihrer Arbeit. Das sagt sich so leicht. Du hast deinen Glückskeks liegen lassen. Willst du ihn nicht aufmachen? Später. Das Jahr des Drachen bringt dir Glück und Erfolg. Na bitte, wurde ja auch mal sein. Erzähl mal von dir, wie geht's dir? Ist doch jetzt unwichtig. Nee, ich will's wissen. Ich habe mich von Jan getrennt. Du hast dich von ihm getrennt? Ja, er ist mir schon lange auf die Nerven gegangen. Er kreist nur um sich selber, kann aber nicht allein sein. Ich hasse Typen, die sich nicht entscheiden können. Ich hätte es früher wissen müssen. Vielleicht lernst du ja was draus. Ich habe heute jemanden getroffen, kurz vor unserer Verabredung. Deswegen bin ich vorhin zu spät gekommen. Ich habe ihn auf der Straße kennengelernt. Das ist mir vorher noch nie passiert. Aber bei ihm war es so, als würde ich ihn schon länger kennen. Der erste Eindruck kann täuschen. Was sagt dir, dass du dich nicht schon wieder irrst? Ich weiß nicht, es ist nur so ein Gefühl. Gefällt dir, hm? Ja. Seht ihr euch wieder? Wir haben uns für später verabredet. Du lässt auch nichts anbrennen. Findest du nicht, dass du ein bisschen zu schnell vorgehst? Du hast dich gerade erst von deinem Freund getrennt. Im Grunde waren wir schon lange nicht mehr zusammen. Außerdem, wie oft lernt man jemanden kennen, der einen interessiert? Trotzdem, vielleicht solltest du einfach mal ein bisschen über alles nachdenken. Was gewesen ist, ist vorbei. Du bist ständig auf der Suche. Versuch doch mal zur Ruhe zu kommen. Leila, ich finde, du solltest das Kind kriegen. Du hast schon so oft davon gesprochen. Jetzt hast du einen Freund, mit dem du glücklich bist. Du solltest mit ihm reden. Es würde im Frühling zur Welt kommen. Hättest du lieber ein Mädchen oder einen Jungen? Ich weiß nicht. Ich glaube, ein Mädchen. Du brauchst nicht zu warten, bis er zukommt. Ich begleite dich noch. Denk an deine Verabredung. Ich werde nicht hingehen. Na komm. Ich habe deine Wohnung immer noch nicht gesehen. Sie ist schön. Ich glaube, sie wird dir gefallen. Du musst mich mal besuchen kommen, wenn du mehr Zeit hast.
Hallo. Hallo. Ich hätte nicht gedacht, dass du kommst. Was hast du in der Zwischenzeit gemacht? Ich habe gewartet. Bist du öfter hier? Eigentlich nicht. Deine Verabredung, wen hast du getroffen? Du bist neugierig. Stimmt. Meine Schwester, sie war auf der Durchreise. Sie lebt in Hamburg. Was macht sie? Sie arbeitet in einem Architekturbüro. Hast du Geschwister? Einen älteren Bruder. Wie bei mir. Meine Schwester ist auch älter als ich. Verstehst du dich mit ihm? Ich mag ihn, aber wir haben uns nichts mehr zu sagen. Er lebt in Frankfurt. Er hat dort ein Restaurant. Vor kurzem hat ihn seine Frau verlassen und beide Kinder mitgenommen. Seitdem ist er sehr niedergeschlagen. Aber ich kann ihm nicht helfen. Immerhin ist es dein Bruder. Wir sehen uns sehr selten. Und wenn wir uns sehen, ist es immer dasselbe. Er spielt den Großen und ich den Kleinen. Ich kann ihn im Grunde nur aus der Entfernung ertragen. Ich finde das normal. Jetzt geht eben jeder seine eigenen Wege. Aber was erzähle ich dir? Das ist langweilig bestimmt. Nein, aber ich könnte nie so über meine Schwester reden. Und wenn du jemanden liebst, kannst du die Person dann auch nur aus der Entfernung ertragen? Das ist was anderes. Gehen wir hier lang? Was hast du als Schauspielerin bisher so gemacht? Nicht viel. Ein bisschen Werbung und ein paar kleine Filmrollen. Ich habe auch schon mal in einem Film mitgespielt, als Statist. Wie ist das, wenn du spielst? Es kommt auf die Rolle an. Es ist schön, wenn man jemand anderes sein kann. Als würde man sich verlieren. Ich glaube, das macht mir am meisten Spaß beim Spielen. Spielst du den Leuten im Leben auch was vor? Kann schon sein. Man spielt immer ein bisschen im Leben. Und spielst du jetzt? Ich weiß nicht. Ich habe nicht das Gefühl, im Augenblick zu spielen. Das ist ein schöner Ring. Wo hast du ihn her? Den hat mir meine Freundin geschenkt. Deine Freundin? Ja. Wo ist sie jetzt, deine Freundin? Sie ist verreist. Sie hat ein Stipendium in den USA. Was macht sie? Sie ist Malerin. Auf mich wirkst du so, als wenn du allein lebst. Ich bin seit einem Jahr allein. Manchmal habe ich sie fast vergessen. Wann kommt sie zurück? Morgen. Morgen? Da freust du dich bestimmt auf sie. Liebst du sie? Ja, ich glaube schon. Du glaubst schon? Ja. Du vergisst sie, obwohl du sie liebst? Ein Jahr ist eine lange Zeit. Da wird dir manchmal langweilig und du sprichst Frauen auf der Straße an. Findest du es falsch, dass ich dich angesprochen habe? Nein, ich hätte nicht drauf eingehen brauchen. Und du? Lebst du mit jemandem zusammen? Ja. Das heißt nein. Wir sind seit kurzem getrennt. Seit heute. Ich bin froh, dass wir uns getroffen haben. Es tut mir gut, mit dir zu reden.
Soll ich dir noch einen Kaffee machen? Nein, ich gehe jetzt. Dann begleite ich dich noch bis zu dir. Lass nur, ich möchte noch ein wenig alleine laufen. Sehen wir uns wieder? So wie bisher, zufällig? Bist du dir sicher? Ja. Was machst du hier? Du hast mich erschreckt. Ich habe mir Sorgen gemacht. Ich konnte dich nicht erreichen. Du hast deine Sachen an. Was hast du gemacht? Ich war unterwegs. Bin erst spät nach Hause gekommen. Du hast mich mal gefragt, ob ich mit dir zusammenziehen würde. Wir hätten es probieren sollen. Ja, aber du wolltest nicht. Das war wahrscheinlich ein Fehler. Das sagst du nur, weil es jetzt zu spät ist. Wir hätten etwas herausfinden können. Wir haben etwas herausgefunden, auch wenn es nicht sehr angenehm ist. Wir kennen uns seit 2 Jahren. Das soll jetzt plötzlich nichts mehr wert sein? Es kommt nicht plötzlich. Wir haben es nur künstlich hinausgezögert. Wir haben uns einfach geirrt. Was wirst du jetzt machen? Du meinst ohne dich?
Entschuldigung, kann ich von Ihnen eine Zigarette haben? Bitte. Kann ich Ihr Feuerzeug benutzen? Klar. Danke. Sind Sie Schriftstellerin? Dazu fehlt mir die Fantasie. Ich unterrichte. Störe ich Sie? Nein, Sie stören mich nicht. Dann sind Sie Lehrerin. Ich arbeite an der Universität. Was unterrichten Sie? Geschichte. Ich unterrichte die Geschichte des Alltags, die Dinge des täglichen Lebens. Wie wir essen, schlafen, beerdigen, lieben. Klingt interessant. Ist es so? Was machen Sie? Ich bin Schauspielerin. Sie lehren über die Liebe? Nicht direkt. Ich lehre über die Geschichte der Liebe. Die Geschichte der Verhaltensweisen, die damit verbunden sind und was sie für uns bedeuten. War denn die Liebe nicht immer gleich, ob früher oder heute? Unser Ideal von Liebe, unser romantischer Begriff davon ist eine Erfindung des 18. Jahrhunderts. Aber Gefühle wie Liebe, Eifersucht und so weiter hat es doch schon immer gegeben. Vielleicht, aber sie hatten nicht dieselbe Bedeutung, weil es auf andere Dinge ankam. Man hat nicht die Zeit gehabt, sich damit zu beschäftigen. Man hat ans Überleben gedacht. Da waren Werte wie Schutz, Sicherheit und Solidarität wichtiger. Wir haben heute viel mehr Möglichkeiten, unseren Gefühlen Ausdruck zu geben und sie zu verwirklichen. Ist komisch. Bei mir scheint das nicht zu klappen. Sobald ich mit jemandem zusammen bin, geht es schief. Es ist ja auch komplizierter geworden, weil wir mehr Möglichkeiten haben. Früher waren Beziehungen hauptsächlich über Arbeit geregelt. Heute können wir zwischen privaten und professionellen Beziehungen auswählen. Sie ja auch. Sie müssen dazwischen springen und das ist schwierig. Das heißt, man muss sich zwischen Liebe und Arbeit entscheiden. Das heißt, dass es Beziehungen gibt, die hauptsächlich über Arbeit strukturiert sind und solche, die sich fast nur über Gefühle definieren. Das macht das Leben komplizierter. Es ist so schwer, über Gefühle zu reden. Immer wenn ich es versuche, klingt es irgendwie falsch. So abgedroschen. Als würde ich mich ständig wiederholen. Das geht mir nicht anders. Unentwegt sollen wir empfinden, das richtige Empfinden, uns aufrichtig erklären. Wir sind umstellt von Vorstellungen, was wir empfinden müssten. Und wenn man dann etwas über sich sagen will, dann weiß man vielleicht gar nicht mehr, ob man das sagt, was man wirklich empfindet oder irgendetwas, was man gehört hat. Es gibt die Gesten, die Blicke, die haben noch etwas Wahres. Das ist vielleicht das Unmittelbarste, was wir haben. Aber wir würden nicht authentischer leben, wenn wir auf die Sprache verzichten würden. Es wäre eine Verarmung unserer Ausdrucksmöglichkeiten. Wenn man die Liebe nicht nur als ein privates Gefühl, sondern als ein Mittel der Verständigung betrachtet, dann kommt man vielleicht weiter. Alle trennen sich und haben neue Partner. Es ist so beliebig. Müsste man nicht nur einen einzigen lieben und das für immer? Es ist schwierig, einer Liebe Halt zu geben und Dauer. Und wenn sie vorüber ist, dann heißt es nicht, dass sie nicht existiert hat oder nicht wieder existieren kann. Sie ist etwas Mögliches. Si la fille ne m'est pas a priori favorable, plus j'en fais, moins ça marche. Avec moi, c'est le contraire. Le premier garçon avec qui j'étais me plaisait pas tellement au début. Si on ne s'était pas donné un peu de mal, ça n'aurait pas marché. Mais ça n'a pas tenu. Ça a tenu 3 ans. Wenn ich dem Mädchen nicht von Anfang an gefalle, dann klappt es nicht. Da kann ich machen, was ich will. Das ist bei mir umgekehrt. Mir hat der erste Junge, mit dem ich zusammen war, am Anfang nicht so gefallen. Hätte er sich nicht ein bisschen Mühe gegeben, wäre nichts draus geworden. Aber es hat nicht gehalten. Es hat 3 Jahre gehalten.